Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Let's Part in Millas Side Story hier angekommen in der Weltenkreuzung, die bei uns ja gar nicht mehr existiert. Und Rowan natürlich befreit und ein schönes Abendessen genossen auf seine Kosten. Stechen! Und jetzt wollen wir jeden Gegner auch mitnehmen, weil diese Gegner geben haufenweise Geld, in Anführungsstrichen, was ich noch irgendwann sowieso noch benötigen werde. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt so lange aufnehme, bis ich dann quasi jede Side-Quest erledigt habe. Side-Story meine ich. Weil... ja... ist schon irgendwie ganz schön. Jetzt nochmal das Ende der Kapitel dann halt zu erfahren. Aber ja, das ist wiederum eine andere Sache. Die muss man dann halt gucken. Bin echt gespannt, wer hier verdammt nochmal der Katalysator ist. Ob es jetzt quasi ein Geist ist, ob es jetzt irgendwie der alte Tadagreis von Maxwell ist oder sonst irgendwer. Ich meine, so wirklich menschlicher Gegner kann es ja nicht sein, denke ich mal. Wir kommen auf der Menschenseite raus, aber wir sind ja hier auf dem Weg zum alten Maxwell. Denke ich mal. Und daher muss da ja noch was kommen. Ich bin gespannt, was es sein wird. Ja, verdoppeltes Geld. 6000 nehme ich gerne für den Kampf. Gehen wir erstmal hier durch. Ach, Apfelgummi kann ich nicht mehr, weil ich zu viel davon habe. Kann ich auch nicht mehr nehmen. Trank des Lebens. Ja genau, da war ja so eine Sache. Alles aufgefüllt nochmal. Ja, da war was. Und hallo. Another uninvited guest. Milla, tell me, what are you doing here? It has been a while, Maxwell. Although perhaps not from your perspective. I hope you are willing to talk to me. I have a question for you. How laughable. Come now. What makes you think that I will suffer your foolishness again? This is far from foolishness. It's important. Silence, human. Who do you think forced me to unmake Milla in the first place? Unmake Milla? So unlike our reality, she was eliminated in this world. I don't know how you've managed to return to life, but you will fare no better this time. Those who stray from their path, who lose sight of their duty, must be unmade. No exceptions. Milla ist nicht vom Weg abgekommen. I won't entertain objections from the very humans who led her astray. But you don't understand. If you insist on coming back from death, then I will simply remove your souls from the cycle of life forever. He's not in a cooperative mood. I hate to do this, but you leave me no choice. We will destroy you again, Maxwell. Ja, again. Tadagreis, Maxwell. What you can do, Lord of... Der hat mich gerade gewone-hitted? Das ist nicht schön. What? Ach, ich lebe schon wieder. Geil. I'm sorry to involve everyone like this. Be okay. Wie zur Hölle hat der mich bitte gewone-hitted? Wie viel Leben hatte ich überhaupt noch, ist die andere Frage. Anscheinend nicht sehr viel, ne? Kannst du mal damit aufhören? Zackt ein bisschen. Was hast du nochmal für Schwächen? Wasser. Warum habe ich Waffen gewechselt? Wasser. Hab ich überhaupt eine Wasserart? Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Nicht wirklich. Ja gut. Nehmen wir den pöschelnden Phönix. Ach, Schwäche Feuer.
Ja, gucken muss man auch. Wow. Behold the power of the spirits. Crimson Fury. Fall into limbo. Where one knows no beginning or end. Forces of nature pierce through the heavens. Aha. Aha. Sowas kann er auch. Interessant. Hallo? Ich mach die ganze Zeit nach oben und der macht die Zeit. Ich mach die ganze Zeit das. Aber irgendwie, nee. Kannst mal aufhören, mich zu betäuben, whatever shit ist. Ich will mal angreifen hier. Doch, jetzt macht ihr verbundene Art. Ja, gut, immerhin trifft das auch. Yay, Paralyze. Alter, was ist das für ein kleines Dreckvieh? Das kann ich nicht einzeln anvisieren. Wow. Aber Ellie macht einen guten Job. Paralyse ist scheiße. Kannst mal aufhören, dich zu porten, das ist ein Herr. Dezent nervt das. Ist jetzt gerade nicht effektiv. Sehr interessant. Und wieso konnte ich gerade kein verbundenes Art machen? Can you stop being stunned? Danke. Immerhin trifft das jetzt mit 10.000, ist doch mal ordentlich was. Achso, gebeindet. Schön zu wissen. Einfach mal das raufhauen. Ja. Chromatus darf ich nicht einsetzen. Oder sollte ich nicht einsetzen? Schadet ja nur L. Behold the power of the spirits. Fall into limbo. Where one knows no beginning or end. Gut. Fall into limbo. Da war irgendwie die Combo ausgeschaltet. Warum auch immer. Und dadurch habe ich auch nicht mehr das Mystic Art durchbekommen. Wie oft machst du das jetzt bitte? Ich ziehe mir noch mehr TP. Hauptsache Ellie hat genug. Können wir auch mal wieder angreifen? Das wäre nett. Ah, durch das Mystic Art hätte man schon ordentlichen Schaden anrichten können. Mann. Das ist echt schade, dass das nicht kam. Warum auch immer er jetzt die ganze Zeit durchgebrannt ist. Ach, keine TP. Yay. Einfach mal X-Spam. Das kann man ja so gut. Auf mit TP zu entziehen, du Tellergreis. Meine Güte. Das ist etwas nervig. Weißt du das? Ich hoffe doch. Ja, holen wir uns halt ein bisschen TP wieder zurück. Ja, cast immer was, brech es wieder ab, indem du blockst. Ist alles gut, alles gut. Der Fuck kann da bitte One-Hitten? Nee, das habe ich schon richtig gesehen. Mit einer Attacke kann er wirklich One-Hitten. Ich hatte gerade 5000 noch was Leben. Das ist nicht schön. Überhaupt nicht schön. Ach, ich bin nicht verbunden? Was? Wieso war ich die ganze Zeit nicht verbunden? Ernsthaft? Bitte nicht verwirrt. Danke. Nicht paralyzed sein, danke. Auf dich währenddessen zu porten. Moment, du hast eine Runde. Geil. Alles nur nicht verwirrt werden, Leute. Ich mach nach oben. Controller, danke. Und noch. Du wagst es wegzuporten. Ernsthaft. Bei dem zweimal wärst du jetzt schon halb tot. Halbes Leben, was du jetzt noch hättest. Don't like these. Anscheinend kann das nicht verwirren, nur paralyzen. Trotzdem scheiße.
Vielleicht kommt er mit seinem Kack, Mystic Art? Fragezeichen. Kann ich mal treffen, wenn ich vor ihm stehe? Ja, kein Schaden. So. Nein, er ist zu Ende. Ich wollte doch mit Milla jetzt finishen. Must we always fight? It's unfortunate. Das gibt Erfahrungspunkte und wieder mal kein Geld. We do what we must to keep moving forward. Yeah. Aber ins Marett bringen. Pentagenial Anfänger, whatever this is. Now I... I'll keep getting. How did you become so powerful? Now answer me this. What happened between you and the human Milla Kresnik? Did it have anything to do with the creation of the schism? Where'd you hear that name? It's become ingrained in Nia Kara folklore. But the story's details have been lost to time. Ah, interesting. I see now. You must be one of her descendants. That would explain the wealth of your power. I want you to tell us everything. Did you name me after her? After Milla Kresnik? And why would you want to know the answer? That's irrelevant to the mission I assigned you. Is it wrong to ask? I want to know about myself. I want to know what went through your mind before I was given birth. You want to know. Perhaps naming you after her led to that as well. So Mila's name was derived from Milla Kresnik. Is that a safe assumption? That woman pestered me incessantly with her constant questions. Why this? How that? She wanted to know it all. The voraciousness of human curiosity seems to have no boundaries or limitations. I must say it never ceases to amaze me. In many ways, it could be defined as one of humanity's most intriguing traits. Humans never halt their quest for knowledge, even if it means risking their own destruction. They're always looking to see what's ahead. The strength of their curiosity is stunning. When Spyrix began to drive spirits and humans apart, Milla stood against it. In striving to understand spirit kind, she represented more than just human beings. She was hope. Hope. She devoted all of her energy to the benefit of spirits and humanity alike. Truly a magnificent sight. It was a slow process, but one that showed promise. In time, humans who wished to coexist with spirits flocked to her side. Thus began the Kresnik clan. And yet, I understand that Kronos didn't think much of her. Kronos did not think much of any humans. At the end of the day, he found them inadequate beings who needed to prove their worth. I get it now. So that's the reason for the Origins trial. Und was ist danach mit Milla Kresnik geschehen? Habt ihr euch etwa mit Kronos überworfen? Das. She was driven to her death by the humans who were members of her own clan. You couldn't save her from her demise? No, I never saw it coming. Unbeknownst to me, the Kresnik clan had become poisoned by a faction seeking to exploit spirits for profit. Milla would naturally not allow that. Therefore, they conspired to kill her. I concluded that the schism was the only solution. I would divide the world and bring over select humans on the Ark. But unlike what I expected, Milla refused my invitation. Instead of coming aboard the Ark, she chose to stand with the humans who had turned against her. And you saw her actions to stay behind as betrayal. Of course, Milla had thrown in with those who would rather pursue their own selfish desires. What else was I supposed to believe? That was a rude but much needed awakening for me. When presented with great power, humans cannot control themselves. And you spoke with Milla about her intentions? There was no need. Or were you perhaps afraid to ask and hear her answer? Afraid to find out her motivations, her intentions, and what she truly meant to you?
of the Four. Get away from Lord Maxwell, now, you filthy vermin! Muse commands the Four here? Aren't they nice? I salvaged them from the remains of their former master. So Muse killed the Milla of this world. She's the catalyst. I'll kill anyone who dares defy Lord Maxwell. If they come back, I'll just kill them again! Because that is my sole mission! Incoming! Fuck. Ich meine, haben wir ein bisschen was daraus gewonnen. She's Aber ja, Muse natürlich. Schwäche Licht. Haben wir irgendwas Licht? Ich bin mir sicher, wir haben irgendwas Licht. Ja, Donnergrollen, ist aber nicht sehr schön. Ah. Mondlicht auch. Mondlichtangriff ist nur kein verbundenes Art, aber hey. You're still trapped in the past. Wow, es hat Allow me getroffen. to free you. Oh, 200.000 HP, das ist sehr schön. Autsch. Auf was ist Ellie eigentlich nochmal eingestellt? So, by the way. Ellie. Verbündete schützen, nur heilen. Heilen priorisieren, das reicht. Das reicht, wenn es priorisiert wird. I shall vanquish your souls! Farewell! Jo, ich brenne. Wie weit reicht das bitte? Warum können wir sie nicht einfach verwirren? Ja gut, sie kann niemanden eigenhändig angreifen, also daher, warum trifft das auch so selten? Our souls are one. Aber dennoch. How unfortunate. Darf ich jetzt auch mal wieder? Danke. Das wollte ich eigentlich nicht, aber hey. Now, come and gather, combine, take shape, and be my blade. Elemental mastery. That just Das ist doch schon mal Schaden. Viertel von dem Life, was noch war, einfach mal so abgezogen. Ach, Ellies schöner Angriff, ey. Ich hab den gemocht im ersten Teil. Ah, das sieht schön aus mit den Schmetterlingen und dem Schwert. Autsch. How unfortunate. Autsch. Und rein und raus. Und wir brennen alle. I shall vanquish Sehr your interessant. souls. Warum immer auf mich? Fortunate. My apologies. Aua. Kann sie mich treffen, wie gerade ich nicht da bin? Ja gut, sei es drum. Schwerster Kampf nicht gerade. Aber die kommen ja noch, die schweren Kämpfer. How unfortunate. Die Kämpfe aus der Side-Story von jedem fand ich bisher immer relativ Eichenstein. Unfortunate. Einfach. How unfortunate. So, wie viel Leben hast du noch? 8000. Dann lass uns mal damit ein bisschen mehr treffen. Und dann geht das So schon. sorry. May the four great spirits in this dimension watch over you. Dann haben wir diese Erfahrungspunkte. Wiederbelebungsring. You even bested Muse. Milla, you have seen enough now to grasp the hubris and cruelty that humanity is capable of possessing. And yet you still side with them? It is a duty that I, as Milla Maxwell, must fulfill. Interesting. You have defined your own duty, have you? I have, and in this mission,
I am not alone. So you too have chosen to part ways with me. Maxwell? Go and live wherever you wish. It's no longer my decision. This is no cause for sadness, Maxwell. Even when separated, the bonds that tie us together cannot be so easily broken. This melody. Yes, no matter what happened, your heart was always so... Milla, why did you hum that tune? It just popped into my head, like a feeling I couldn't put into words. I can only hope Maxwell understood what I meant by it. Thank you, Luger. Because of you, I understand my predecessor's side of the story now. Although I didn't learn the whole truth about Milla Kresnik. She couldn't stand the thought of abandoning those left in Olympus to die. That's why Milla Kresnik wouldn't go with Maxwell to Riza Maxia. How so? Because the world Milla Kresnik dreamed of long ago is the same one we wish to create now. She couldn't flee to a world that offered salvation for only a select few. But in reality, I'm sure Milla Kresnik wanted to ultimately be with Maxwell too. So they could make their perfect world together. Jude. We've learned that our dream isn't a new one. People and spirits have been seeking it for ages. We have to make it come true. You're right. For Milla Kresnik's sake as well as our own. It's the lab. I better take this. You might not know it, but you're already walking ahead of me, Jude. Fühlt sich etwa abgehängt? Aber ihr beschreitet doch denselben Weg. That much is certainly true. But I know that I won't be around to see everything Jude will accomplish. I realize that's just the way it is, but I don't have to like it. Sorry. You okay? Yes. Is everything okay at work? Yeah, it should be fine. I guess it's up to us to carry the torch passed by Maxwell and Milla Kresnik. We will put an end to Origin's trial once and for all. Kapitel 6. Unerschütterlicher Wille, Ende. Yo! Fangirl! What? Ist aber auch schlecht, oder? Es ist genau gleich wie das, was sie jetzt haben, nur dass die kritische Treffer erhöht ist und Gegner zu betäuben. Also nehmen wir das doch einfach. Wow. Ja gut. Galt haben wir dann auch mal wieder ein wenig. Ich würde sagen, der Part ist zwar schon etwas länger, aber wir haben ja noch ein paar Side-Stories, die werde ich dann irgendwann anders mal in Anspruch nehmen. Denn jetzt würde ich einfach mal sagen, zahlen wir ein bisschen ab, wenn es sich öffnen würde. Hallo? Kann ich das hier drin nicht? Ja, anscheinend irgendwie. Ich würde einfach sagen, zahlen wir jetzt, da wir es haben, 3 Millionen ein. Gucken wir mal. Nein, ich habe 9 Millionen zurückgezahlt. Mal gucken, was ich jetzt alles bekomme. Katzenspielzeug, Fähigkeitenbuch, Form hoch, Ausdauer 3 für Elvin, Freundschaftstrünke mal 5, absolute Abwehr für Elise, Rowan, Wiederbelebung, Ultraabwehr für Luger,
Zauberhazard, okay. Abwehrmagier, undurchdringliche Abwehr für uns. Für Leia, undurchdringliche Abwehr. Ellie, neues Outfit. Auf mich zurück für Gaius. Das war's. Aber scheint ja aber etwas zu sein. Und Freundschaftstrünke kann man jetzt auch mal wieder benutzen. Einfach jedem einen geben. Dann war ja Ellie, Leia etwas weiter hinten und den Rest weiß ich gerade nicht mehr. Aber da kann man ja nachgucken. Oh, Milla ist beinahe fertig. Ja, so viel Freundschaftstrünke habe ich da doch nicht. Ja, Leia und Ellie sind jetzt immer noch ziemlich weit hinten. Ich würde denen jetzt einfach nochmal einen geben. Aber erstmal will ich gucken, wie Ellies Outfit ist. Haben wir ohne Jacke bekommen? Ich glaube ja. Oder Xillia Outfit 2. Hatte ich das im Xillia 1? Ich kenne das nämlich gerade nicht. Naja, mir gefällt das hier immer noch am besten. Ja Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir dann die restlichen Side Stories. Währenddessen werde ich halt immer noch die ganzen Side Quests machen. Was mache ich hier eigentlich? So. Sehr viel steigerten Freundschaftstrunk nicht mehr. Die waren ja schon am Ende des nächsten Levels und jetzt sind die gerade mal am Anfang. Wow. Ja gut. Muss ich halt den Rest bei jedem im Schnitt 2 Herzen halt mit Kämpfen machen. Wird hoffentlich irgendwann noch kommen. Ja. Freundschaft wächst. Freut mich zu hören. Ja, dann werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal trotzdem noch onscreen mal nachgucken, was es an Quests gibt. Vielleicht treffe ich ja auch das Elite-Monster jetzt endlich mal auf dem Weg. Oh Gott, gibt es viele. Das freut mich. Ehemalige Söldner, bla bla. Silbermarke. Ich habe schon die Meistermarke. Leute, bitte. Ach, oh, Fragezeichen, ehrlich. Muss ich das dann halt zufälligerweise mal besiegen oder was? Das heißt, ich muss es mitnehmen und kann nur noch 4 andere. Ernsthaft. Jetzt habe ich so lange geguckt, bis solche Parcours... Oh nee, ey. Darauf habe ich ja kaum Bock. Aber gut. Warte, 30. Seltenes Metall, okay. Ja gut, Leute, ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.